Moin bei kugelbahn.de. In diesem Video möchte ich euch den neuen Releaser vorstellen. Das ist der gar nicht. Guckt mal, hier hinter versteckt sich der Kleine. Der Karton ist so klein und so süß. Und was da drin ist und wie das Ding funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Jo, so sieht man das ganz gut auf den ersten Blick. Die neuen Kartons von Gravitrack sind ein bisschen kleiner geworden. Solltet ihr also im Laden rumlaufen und Gravitrack suchen und seht nichts, ihr müsst, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken, denn hier wurde doch so einiges an Hohlraum eingespart. In den Trampolinen beispielsweise waren in so einem großen Karton nur die 3 Trampoline und die 3 schrägen Steine drin und sehr viel Luft, und hier ist halt deutlich was reduziert worden. Und jetzt machen wir das Ding aber endlich auf. So, hier seht ihr ihn jetzt vor euch, die neue Pro-Erweiterung Gravitrax Releaser, und das offizielle Release-Datum ist am 1. September 2023. Preislich bewegt sich das ganze Ding so zwischen 10 und 13 Euro, je nach Shop und gerade geltendes Angebot. Das ist also ein Preis, wo man nicht unbedingt einen Leasing-Vertrag für abschließen muss, sondern das kann man vielleicht noch durchaus in bar bezahlen. Und jetzt aber genug der flachen Wortwitze. Ich drehe das Ding einmal rum und hier sehen wir die Packungsrückseite. Da ist ja schon drauf gezeichnet, was drin ist. Hier gibt es keine Folie mehr. Auch hier sind diese Siegel einfach nur drauf. Und dann kann ich die Packung auch aufmachen und schon kommt hier der Inhalt zutage. Hier schon mal ein Tütchen mit lauter glasklaren Teilen drin, die wahrscheinlich die Stützen und das Innenleben des Releasers sind. Das sieht aus wie das Oberteil, ne, würde ich sagen, ja, weil hier nur Stützen für unten möglich sind und aber selbst das Teil nicht irgendwo reingesetzt werden kann. Das sieht dann aus, als wäre das Mittelteil, okay, und hier ist dann das Unterteil, sieht aus wie ein 3 in 1 und lässt sich hier mit dem Sechseck natürlich auf eine Grundplatte setzen. Was ist noch drin? Diverse grüne Teile, 2 an der Zahl. Ich dachte, das wäre irgendwie noch mehr. Ach nee, hier liegt noch eins drin rum. Ihr habt es gesehen, ich habe es nicht gesehen. Und diese 3 sind halt dabei und dazu natürlich ein kleines Anleitungsheftchen. Das ziehe ich dann doch ein bisschen hier rüber, alles mehr ins Bild. Und hier ist das kleine Aufbau-Anleitungsheftchen und das werde ich mir jetzt erstmal zu Genüge tun und das Ding aufbauen. Beim Aufbau solltet ihr auf jeden Fall die Anleitung zur Hand nehmen. Es ist ein bisschen wie beim Helix, das geht beim ersten Mal definitiv nicht ohne. Die Teile gehen teilweise sehr stramm ineinander, darum solltet ihr schon deutlich Kraft anwenden, um die transparenten Stege wirklich hundertprozentig passend in die Löcher zu setzen, denn sonst hat das Einfluss auf die Arbeitsweise. Dazu gleich noch mehr. Jetzt erkläre ich erstmal die Funktionsweise des Releasers. Die Kugeln können oben aus 2 verschiedenen Richtungen in den Releaser hineinrollen und fallen dann in den, nenne ich mal jetzt, Technikteil auf der mittleren Ebene. Hier ist ein bewegliches Ausgangsteil enthalten, mit dem die Kugeln in 4 verschiedene Richtungen ausgegeben werden können. Diese verstellen sich nicht automatisch, es kann nur manuell verstellt werden. Rollt nun eine Kugel durch die unterste Ebene des Releasers, wird die in der mittleren Ebene ausgelöst und rollt mit viel Schwung aus dem Ausgang weiter. Natürlich gibt es auch eine Beispielwand zu. 7 Kugeln liegen hier oben im Starter bereit. Die erste läuft hier durch die Weiche, durch den blauen Trigger und stellt damit die Weiche um, damit die anderen Kugeln dann in den Releaser reinlaufen. Dann geht es hier nochmal durch den grünen Trigger durch und dann durch den Releaser und der löst dann die Kugel aus, die bereits wieder im Releaser drin liegt, die im Starter gestartet ist, und dann geht es nochmal rum für die ausgelöste Kugel und nochmal durch den Trigger löst wieder eine Kugel aus, bis dann letztendlich alle Kugeln einmal durch den Releaser gelaufen sind. Und jetzt schauen wir uns das Ganze doch nochmal an.
funktioniert auf jeden Fall tadellos, wie man ja auch gut erkennen kann. Ich zeige jetzt noch mal ein kurzes Beispiel, wie es nicht tadellos funktioniert hat, wenn der Releaser nicht wirklich hundertprozentig zusammengebaut ist, denn dann rollt die Kugel durch den Releaser und löst den Hebel nicht aus und darum wird die nächste Kugel dann einfach nicht weiter ausgelöst. Deswegen ist es unbedingt wichtig, dass ihr darauf achtet, alles korrekt zusammenzubauen. Und eine weitere Einsatzmöglichkeit des Releasers ist, den als Mehrfachstarter zu verwenden, indem man oben einfach reichlich Kugeln reinlegt, die dann nach und nach ausgelöst werden. Das macht den Releaser noch um einiges vielseitiger. Ja, ein Fazit. Der Releaser ist auf jeden Fall ein sehr praktisches Teil und eine nützliche Erweiterung im Pro-Universum von Gravitrax, wo ja auch das Karussell, der Turntable, der Splitter und der Mixer schon mitspielen. Den Helix nehme ich jetzt mal da raus, weil da die Kugeln ja einfach nur durchlaufen. Auf jeden Fall lassen sich hier mit dem Releaser auf jeden Fall jede Menge coole Bahnen wieder bauen und ich bin schon gespannt, was wir dann da im Laufe der Zeit wieder so alles sehen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst einen Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch das Bimmelbammel-Glöckchen, denn hier werden demnächst noch mehr Videos erscheinen mit den ganzen Neuheiten, die jetzt im Herbst kommen. Bis dann!